DDR-Museum Dr. Wolle. Frag Dr. Wolle. Welchen Einfluss hatten Fernseh- und Radiosendungen aus der Bundesrepublik innerhalb der DDR? 1964 bekam ich zur Jugendweihe ein Kofferradio geschenkt. Das war damals ein ziemlich teures Gerät, Stern Elite. Damals sagte man noch nicht, ist cool, damals sagt man, es fetzte ein, mit so einem Gerät an der Ecke zu stehen und laut Musik zu hören oder damit spazieren zu gehen. Das war zum einen natürlich Musik, was viele junge Leute gern hörten, aber es waren auch die politischen Sendungen, die Nachrichtensendungen, die Sendungen, die über die Vorgänge in der ganzen Welt berichteten. Was heute das Internet ist, war damals von uns sozusagen die Welt des Äthers, die vielen Sender, die es da gab, und zwar Ost und West. Also regelrecht verboten war der Empfang der Westmedien nicht. Man konnte allerdings ganz beträchtlichen Ärger bekommen, wenn man das allzu laut hinausposaunt hätte, dass man wieder was im Westfernsehen gesehen hatte. Das heißt ja immer, es war ein totalitärer Staat und die hatten ein Wahrheitsmonopol. War auch so, aber in der Praxis schalteten die Leute alle abends Westfernsehen ein, hörten Westradio, waren gut informiert über die Westmedien, waren teilweise über die westdeutsche Politik besser orientiert als die BRD-Bürger. Es kam also niemand dran vorbei und die meisten Leute wollten natürlich auch gar nicht dran vorbeikommen, aber selbst überzeugte Genossen mussten sich die politischen Sendungen anhören. Die Ausnahmen waren die kleine Gegend von Greifswald im Nordosten der DDR und insbesondere das berühmte Tal der Ahnungslosen, der Bezirk Dresden, wo man eben kein Westfernsehen gucken konnte. Das war eigentlich ungerecht, die Bezeichnung, denn jedermann konnte sich dort über die Radiosender politisch informieren und auch die entsprechende Musik hören, die er wollte. So, dass man sagen kann, all die 40 Jahre lang, die Deutschen getrennt waren, waren wir doch eine Kulturnation, eine einheitliche Nation der Radiohörer und Fernsehgucker. Als die Deutschen wieder zusammenkamen, waren es die gleichen Schlager, die sie trällerten, die gleichen Sprüche, die sie aufsagten, die sprachen die gleichen Sprache. Und sie waren auch im Grad ihrer politischen Informiertheit her sehr ähnlich. Das verdanken wir ganz wesentlich den westlichen Fernseh- und Rundfunkstationen. Wenn ihr selbst noch Fragen an mich habt, dann schreibt mir bitte diese in die Kommentare. Ich freue mich auf euren Beitrag. Wenn ihr keine Folge von Frag Dr. Wolle verpassen wollt, dann klickt bitte auf Abonnieren.